ein bisschen Glück ist auch dabei, dass wir heute zusammengekommen sind. Denn wenn man das Kennenlernen von euch beiden genauer betrachtet, dann hätte es schon an der einen oder anderen Stelle enden können, bevor es überhaupt angefangen hat. Normalerweise würde ich jetzt vielleicht gar nicht so stark ins Detail gehen, denn ich war überrascht zu hören, wie viele Menschen etwas über euer Kennenlernen wussten. Aber das Schöne als Trauredner ist ja, man darf aus der Vielfalt der Erzählung eine neue machen. Und die möchte ich euch, liebe Gäste, unter keinen Umständen vorenthalten. Bettina auf der Tanzfläche sieht diesen jungen Typen. Blond, durchtrainiert, offenes Hemd, Surfertyp. Und spontan meldete ihr das Universum, das ist er, den wirst du heiraten. Auf der anderen Seite Julian, der sich gedacht hat, hey, heute ziehe ich mal das blaue Hemd an, lass es gleich mal offen. Ich komme ja mit den besten Absichten, ein bisschen tanzen und nette Gespräche. Da sieht er Bettina und denkt sich, wow, die schaut richtig gut aus. Also Julian rüber und einfach mal einen Anmachspruch rausgehauen, der es in sich hatte. Man könnte sagen, ein richtiger Icebreaker, einer, den die Welt nicht vergisst. Hey du, ist schön, dass ich dich treffe. Ich suche einen Platz zum Frühstück morgen früh, aber meine Freundin darf das nicht wissen. Kurz, wir hatten hier eine Liebe auf den ersten Blick. Oder auch nicht. Julian hat sich also erklärt. Er hat ja gar keine Freundin, das wäre nur Teil einer erfolgsversprechenden Sales-Strategie gewesen. Das nächste Wiedersehen war schon mit großem Interesse versehen und endete mit einem Kuss. Julian wollte jetzt ernst machen und ihr seid 1,5 Monate nach dem Kennenlernen nach Dubai geflogen, wo Julian so hin und weg war, dass er dir, Bettina, gestanden hat, dass er sich verliebt hat. Also Julian schaut sie an, sagt mit zarter Stimme, du, ich liebe dich. Und Bettina schaut zurück und sagt, danke. Da hat Julian sich natürlich ganz besonders gefühlt. Danke Julian, echt nett von dir. Das ging runter wie brennendes Öl und klingt dramatisch, aber eine echte Prinzessin ziert sich auch erstmal. Auf der Heimfahrt von München dann hat Bettina ihrerseits Julian ihre Liebe gestanden. Und damit fing etwas Wunderbares an, nämlich eine Beziehung, die schon viele schöne Erlebnisse und Momente hatte. Und noch viele haben wird, weil sie sich stetig weiterentwickelt. Im Rahmen der Trauung wollen wir 2 Menschen und deren gemeinsames Leben etwas eingehender betrachten und die Zukunft dieser beiden feiern. Aber es gibt ein paar Abweichungen von den Abläufen, die ihr vielleicht von anderen Hochzeiten so kennt. Deshalb ein Wort der Warnung. Ich werde zu keinem Zeitpunkt die Frage stellen, ob jemand der Anwesenden etwas gegen die Verbindung von Bettina und Julian einzuwenden hat. Wenn also jemand von euch jetzt schon nervös ist, weil sie oder er heimlich eine Zuneigung zu einem der beiden hier vorne pflegt, vielleicht auch schon sein Fluchtauto draußen geparkt hat, es ist umsonst, zumal Bettina und Julian rein rechtlich gesehen ohnehin schon verheiratet sind. Ich werde die beiden also auch nicht zu Mann und Frau erklären. Denn wenn ich eines nach den Gesprächen mit Bettina und Julian und ihren Freunden weiß, erklären muss ich hier keinem, dass diese beiden zusammengehören. Wenn man gefragt wird, was Liebe ist, so ist das oft sehr schwer zu beantworten. Doch was heißt das für uns 2? Es heißt, dass du mein erster Gedanke am Morgen bist und der letzte am Abend. Es bedeutet, dass dein Zuspruch alles ist, was ich brauche, um motiviert an etwas weiterzumachen, auch wenn vielleicht Tausende andere dagegen sind. Ich verspreche dir, unsere Liebe, Leidenschaft und Vertrauen zu schätzen und nicht aufzuhören, an unserer Beziehung zu arbeiten. Dich voranzutreiben, wenn du zögerst, stark zu sein, wenn du es einmal nicht sein kannst und für dich da zu sein, wenn du Mut brauchst. Ich spüre jeden Tag, dass wir füreinander gemacht sind. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mein Schatz. I'm someone who's a really big believer in romance. Originally, even though I told her that I wanted to get married back then, I had my doubts along our relation. It had nothing to do with her. It had to do with living up to social norms. I'm not someone who likes living up to social norms. I like to break the social norms. And so for me, it was like, why do I have to get married with this woman just to show her that I love her? The reason why
I completely realized how important it was, not only for her, but actually for me, is exactly that day. To share that moment and that day, not only with one other person, but actually with an entire group that build up this relationship. Because a relationship is hardly ever just two people. Yes, two people have to make it work. But in this case, it's 130 more that had and spent time with us. And this is what I'm so grateful for. Und es sind genau diese Momente, die man nicht planen kann, die man sich so romantisch vorstellt, bei denen man die skurrilsten Reaktionen zeigt und die genau deswegen unvergesslich bleiben, weil es so besonders, so wichtig und einfach so verdammt schön ist.